Hallo zusammen. Heute wird ein kompaktes Video. Im ersten Teil wird kurz ein Ausblick gegeben, in welche Richtung ich denke, dass der Bitcoin mittel- bzw. kurzfristig sich entwickelt. Im nächsten Teil wird das Depot vorgestellt sowie die Gesamtperformance am Ende des Videos. Es gibt 2 Neuaufnahmen ins Depot und es wurde ein Wert im Minus verkauft. Bleibt dran, es könnte spannend sein. Ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also, los geht's! Der ETF-Launch ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Und wie erwartet, hat sich der Preis kaum verändert. Ihr könnt euch gerne mein Krypto-Visionsvideo ansehen, wo ich auf das hingewiesen habe, dass nichts passieren wird. Nun stellt sich die Frage, wie läuft es weiter? Meiner Meinung nach wird es in den nächsten Wochen eher mit dem Preis leicht nach unten gehen. Grund dafür ist der zusätzliche Verkaufsdruck, der durch die Bitcoins von Grayscale entsteht. Man sollte sich jetzt auch eventuell die Überlegung stellen, was ist sinnvoller? Kauft man ab jetzt die Spot-ETFs oder Future-ETF oder bleibt man bei seinem Neo-Broker oder bei der Kryptobörse? Im Grunde genommen hängt das sehr vom Anlagehorizont ab. Der Vorteil, den man natürlich hat bei Kryptobörsen ist, wenn ich jetzt langfristig anlege, damit meine ich wirklich langfristig, also mehr als 5 Jahre, man hat die Gebühr des Kaufs, die Gebühr des Verkaufs und die Netzwerkgebühr beim Versenden der Bitcoin auf die eigene Wallet, aber keine laufenden Kosten. Im Gegensatz dazu muss man bei den ETFs zwar sehr geringe Gebühren mit teilweise 0,2, 0,3% bezahlen, aber diese Gebühren sind jährlich zu entrichten. Anders formuliert, halte ich sie eher kurzfristig, ist sogar die Variante über die ETFs sinnvoller, da die Netzwerkgebühr beim Versenden der Bitcoins beziehungsweise die Verkaufgebühr, das Aufladen, die Auszahlung teilweise mit Gebühren versehen ist, bei den meisten großen Kryptobörsen jedoch nicht mehr, aber in Summe kommen dann trotzdem schneller mal 1 bis 1,5% Gebühren für die ganzen Prozesse vom Kauf bis zum Verkauf zusammen. Das spart man sich natürlich, wenn man direkt in ETFs oder in einen der Spot-ETFs anlegt. Gut, als nächster sehen wir uns schnell einen aktuellen Überblick über das Depot an, das mit bereits 75.000 Euro im Plus ist und sehr gut läuft. Okay, gehen wir die Einzelwerte kurz durch. Bei AC Networks hat sich im Grunde nicht viel verändert. AMD ist auf einem sehr guten Weg und mittlerweile mit Abstand die größte Position im Depot. Die Alithya Group ist eine Neuaufnahme im Depot, ein Small-Cap-Unternehmen, das im kommenden Video vorgestellt wird. Google und Alphabet bewegt sich auch allmählich in die richtige Richtung und Amazon ist bemerkenswert bis jetzt gelaufen für die kurze Zeit im Depot. Bei Apple muss ich sagen, habe ich etwas Kopfweh mittlerweile, weil die Performance, die Apple aktuell hinlegt, nicht unbedingt dem entspricht, was ich mir erwarte. Wobei man dazu sagen muss, in dem Moment, wo Apple mit KI um die Ecke kommt, wird wahrscheinlich auch deren Kurs wieder nach oben tendieren. BYD ist aktuell ein bisschen das Sorgenkind im Depot, aber dennoch ist und bleibt BYD für mich einer der besten aufstrebenden Autobauer und wird meiner Meinung nach mehr und mehr Marktsegmente in Zukunft gewinnen. Und aus diesem Grund halte ich auch an diesem Unternehmen fest. Meta bewegt sich genauso wie Microsoft stetig nach oben, wahrscheinlich getrieben durch eben den übergeordneten Trend der KI. Bei Palantir wurden Teilverkäufe wieder realisiert und die Restposition mit
knapp 4.000 Euro, die aktuell noch läuft, ist im Grunde genommen irrelevant bezogen auf die Depotgröße. Palo Alto Network ist eine weitere Neuaufnahme, ein Cybersecurity-Wert. Auch dieser Wert wird demnächst vorgestellt werden. Er ist bis jetzt überraschend gut gelaufen. Ich habe zugegriffen, wie er kurz korrigiert hat, seit langer Zeit wieder einmal, und hoffe, dass die Entwicklung im Cybersecurity-Sektor auch weiter angetrieben wird. Wobei man in diesem Bereich etwas vorsichtig sein muss, da in dem Moment, wo KI den Cybersecurity-Bereich erobert, vielleicht diese Unternehmen eventuell auch Schwierigkeiten bekommen können. Pan African Resources, der Goldwert im Depot, hat wieder etwas abgebaut, aber dennoch bleibt dieser so, wie er ist, im Depot erhalten. Bei Roku wurden genauso wie bei Palantir wieder Teilverkäufe realisiert und die Position ist auf jetzt 7.791 Euro geschrumpft. Und am Schluss noch der Emerging Markets ETF, der eine aktuell noch unwesentliche Größe im Depot darstellt mit 1%, sollte aber weiter aufgestockt werden in 3 Tagen. Dieser ETF wird jedes Monat etwas aufgestockt oder sollte jedes Monat etwas aufgestockt werden. Jetzt kommen wir zur Depotentwicklung. Die Depotentwicklung ist erfreulich mit bisschen mehr als 16%. Auch die Gesamtentwicklung mit 15% ist durchaus beachtlich, nachdem das Depot erst Ende Oktober gestartet wurde. Wobei man muss festhalten, dass die Eröffnung des Depots zu einem sehr günstigen Zeitpunkt stattgefunden hat, was durchaus mit Glück verbunden war. Der aktuelle Depotwert bei knappen 446.000 Euro liegt und aktuell am Geldkonto, also sprich noch in etwa 130.000 Euro zur Verfügung stehen für weitere Zukäufe von Aktien. Der Wert Persistent System ist seitdem ich ihn vorgestellt habe bereits 7% im Plus. Falls ihr das Video sehen wollt, klickt es gerne an. Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, vielen Dank. Abonniert mich bitte. Ihr helft mir damit sehr. Klickt die Glocke und schreibt gerne einen Kommentar.